Nordostseekanal jetzt angekommen. Ja, hier werde ich auch Schluss machen für heute und mir irgendwo hier in der Nähe jetzt Schlafplatz suchen. Guten Morgen, heute ist Tag 10, ich bin schon ein bisschen unterwegs. Heute scheint zum ersten Mal wieder richtig gut die Sonne, was ich in den letzten Tagen überhaupt nicht hatte. Hier auf dieser Wiese, die man hier sieht, habe ich heute Nacht auch schon geschlafen. Da vorne, wo neben den Bahngleisen, falls man das sieht, habe ich geschlafen, da stand mein Zelt. Weil das Wetter heute so gut ist, werde ich heute mal versuchen, Wäsche zu waschen. Die liegt jetzt dort gerade schon im blauen Packsack und weicht ein bisschen ein. Und dann trete ich immer mal wieder drauf rum. Und dann werde ich die gleich aufhängen. Und hoffentlich wird die dann in der Mittagssonne relativ schnell wieder trocken. Ja, ich bin jetzt seit 10 Tagen unterwegs, beziehungsweise heute ist Tag 10. Morgen werde ich voraussichtlich die Fähre nach Schweden nehmen. Ich werde wahrscheinlich noch 40, 50 Kilometer bis Rostock, bis kurz vor Rostock fahren. Dort werde ich dann übernächtigen, mir heute noch eine Fähre buchen und dann morgen früh um 9 wahrscheinlich mit der Fähre nach Schweden übersetzen. Sind jetzt soweit eingepackt. Jetzt werde ich mich Richtung Rostock begeben. Wir haben es jetzt 13:52 Uhr und ja, ich werde jetzt 40, 50 Kilometer Richtung Rostock fahren und dann mal gucken, wo ich da ankomme und mir dann später die entsprechende Fähre buchen. Ich weiß noch nicht, ob ich die Fähre um 7 oder 15:30 Uhr nehmen sollte. Das werde ich, glaube ich, abhängig davon machen, wo ich den Schlafplatz finde vor Rostock und wie weit ich denn noch sozusagen bis zum Fähranleger fahren muss. Das werde ich nachher sehen.
Ich bin erstaunt darüber, wie leicht die Berge heute zu fahren sind. Das ist doch immer wieder erstaunlich, wie viel die Stimmung ausmacht, wie leistungsfähig man ist. In den vergangenen 9 Tagen war die meiste Zeit schlechtes Wetter, immer bewölkt, regnerisch, stürmisch, Gewitter. Und da war es richtig mühselig mit dem ganzen Gerümpel auf dem Fahrrad die Berge hochzufahren, oder Berge, die kleinen Hügel hier. Aber heute geht das wie von selbst und ist überhaupt nicht mehr anstrengend. Das ist richtig angenehm. Ja, meine gute Laune kommt auf jeden Fall daher, dass heute zum ersten Mal wieder richtig die Sonne scheint. Heute Morgen, als ich die Wäsche gewaschen habe, habe ich mir wahrscheinlich auch schon direkt einen Sonnenbrand geholt, weil ich den ganzen Tag mit nacktem Oberkörper da rumstand. Jetzt bin ich gerade durch Bützow durch. Kurz vor Bützow bin ich auf den Eurovelo 7 gewechselt, beziehungsweise auf der Berlin-Koman-Radweg, und dem folge ich jetzt einfach bis Rostock. Hier ist es auf jeden Fall schon wieder arg windig. Ja, mein Plan war ja eigentlich gewesen, so nah es geht an Rostock ranzufahren, und ich war eben schon so 5-6 Kilometer vor Rostock, aber da gibt es einfach überhaupt keinen Schlafplatz. Ja, einzige Option wäre auf einer Wiese gewesen, von wohin aber die Autos sehen können, also eine frisch gemähte Wiese. Jetzt fahre ich nochmal 8 Kilometer zurück zu so einem Unterstand, der neben dem Radweg war. Ausnahmsweise verlief da mal der Radweg nicht neben der Straße. Deswegen denke ich, wenn es später wird, kommen auch keine Fußgänger mehr und keine Radfahrer mehr. Deswegen sollte das da eigentlich ganz okay sein. Das war eigentlich so der beste Schlafplatz, den ich bisher gefunden hatte auf dem Stück hier. Und ja, jetzt fahre ich da erstmal wieder hin, werde dann entspannt ein Bier trinken und dann warten, bis es dunkel wird. Ja, das hier ist auf jeden Fall die Hütte. Hier neben könnte man auf jeden Fall schlafen, da. Aber ich glaube, die bessere Variante ist, wenn man hier ein Stück runter geht, neben das Feld, hier auf diesem Weg, da ist man geschützt vor den Büschen und die Leute sehen einen nicht direkt, falls hier doch mal Leute langkommen sollten, die noch Fahrrad fahren oder spazieren gehen. Naja, ich trinke erstmal ein Bier und danach baue ich das Zelt auf. Guten Morgen. Richtig neblig heute Morgen. So, ich baue jetzt noch schnell das Zelt ab. Das konnte ich gestern Abend nicht mehr filmen, weil die GoPro im Dunkeln einfach nichts mehr aufnimmt. Damit scheinen die ordentlich Probleme zu haben. Ja, so ungefähr sieht es aus. Das baue ich jetzt schnell ab und dann mache ich mir Kaffee.
Ja, jetzt bin ich gerade in Schweden angekommen mit der Fähre. Es ist jetzt 21:57 Uhr. Auf der Fähre selber habe ich überhaupt nicht gefilmt, weil die Hürde, wenn andere Leute da sind zu filmen, ist irgendwie doch noch sehr hoch. Da komme ich mir einfach richtig dumm vor, teilweise. Deswegen, ja, ich bin auch das erste Mal mit der Fähre gefahren und was ich nicht wusste, ist, dass beispielsweise die Decks, wo man sein Fahrrad abstellt und die Autos abstellt, dass die verschlossen sind während der Überfahrt. Ich dachte natürlich, ja, lässt alles da, holst du später, wenn du es brauchst, eine Jacke oder irgendwie Laptop oder E-Reader. Ja, nee, konnte ich nicht mehr holen während der Fahrt. Also was habe ich gemacht? Ich habe Bier getrunken, was natürlich auch extrem teuer ist auf der Fähre, weil es eigentlich so eine rollende, übers Meer fahrende Tankstelle ist. Aber ja, so kommt man wenigstens gut angedüdelt in Schweden an.